Hallo, ihr seid's wieder, das ist gut. Gut, dass ihr da seid, denn heute will ich mal was anderes machen. Ich will was über Wirtschaft sagen und ich habe ein hochinteressantes Video auf Englisch gesehen, ähm, das also sehr lang ist, 1,5 Stunden. Und ich habe mir von diesem Video verschiedene Fakten aufgeschrieben und möchte das ein bisschen zusammenfassen. Es geht um die Währung der westlichen Welt und es geht um, sagen wir mal, katastrophale Zustände, die möglicherweise oder mit großer Sicherheit auf uns zukommen. Und ich will kurz erklären, warum. Allerdings ist das Ganze auch gar nicht so einfach, weil es handelt sich um eine relativ komplexe Materie und wie gesagt, das Interview selber war 1,5 Stunden. Zunächst mal will ich damit anfangen. Es geht also um ein Video von einem News-Outlet namens Kitco News. Eine sehr, würde ich sagen, ernsthafte Unternehmung, die also interessante Wirtschaftsnews insbesondere bietet. Und zu Wort kam ein gewisser Mr. Shackman, Andy Shackman. Er ist der Vorsitzende oder der Inhaber einer Edelmetallhandelsfirma, also die handeln mit Gold und Silber und so. Und der ist also ganz in vielfältigen Interviews immer gefragt, wenn es darum geht, wie sieht die Lage aus, insbesondere für Gold und Silber und wie ist die Weltlage auch. Ne? Also er redet schnell und intensiv und meiner Ansicht nach sehr zutreffend. Und ich habe, also für alle diejenigen, die das interessiert, das mal so ein bisschen zusammengefasst und möchte es hier in der mir größtmöglichen Kürze vortragen. Alles geht davon aus, das muss ich mal vielleicht vorneweg sagen, dass die Zustände, die wir heute haben mit der Inflation, mit den überall aufkommenden Kriegen und so weiter, denjenigen, die diese Dinge verfolgen, schon viele Jahre bekannt sind. Und nur derjenige, der natürlich immer die normale Medienlandschaft nutzt, der wird letzten Endes davon keine Ahnung haben, weil da kommt es ja nicht so. Zum Beispiel ist nächste Woche am 22. Oktober 2024 ein Meeting der BRICS-Staaten in Kasan, Russland. Und also die BRICS-Staaten, das ist ein relativ junger Zusammenschluss von Staaten, die der westlichen Welt Konkurrenz machen wollen und das auch ganz gut schaffen, muss man sagen. Während also der Westen, muss man sagen, in einer Art Abwärtstaumel begriffen ist, sind diese, wie man zum Beispiel bei Kitco News sagt, der globale Süden, nennt man das. Der globale Süden ist im Aufsteigen begriffen. Warum konnte man schon vor vielen Jahren, sagen wir mal, also ich verfolge das seit 10 Jahren ungefähr, aber das Ganze geht ja schon viel länger. Also die BRICS-Staaten beispielsweise, die wurden 2009 gegründet. Warum konnte man das schon vorhersagen? Also alles geht zurück auf die Analyse von Fachleuten, dass unsere Währung krank ist. Und zwar sehr krank. Warum? Weil sich die gesamte, insbesondere westliche Welt, sehr, sehr verschuldet hat in ihrer jederzeit druckbaren Währung. Diese jederzeit druckbare Währung nennt man Fiat Money, Fiat Geld. Fiat von dem, ich glaube, lateinischen Wort Fiat, es werde. Ja, man kann also diese Währung einfach schaffen, indem man sie druckt, beziehungsweise heutzutage, wo ja alles elektronisch ist, indem man eine Zahl am Computer verändert. Das kann man mit anderen Währungen so nicht machen, wie zum Beispiel Edelmetallen. Früher waren ja die Währungen gebunden an Gold. Man hatte also einen bestimmten Wechselkurs in Gold. Beispielsweise war der Wechselkurs 1920, da habe ich nachgesehen, der war 20 US-Dollar. Also man konnte gegen 20 Scheine von diesen US-Dollars eine Unze Gold kaufen. Dann später gab es eine Aufwertung und der Umtauschkurs wurde zu einer Unze Gold 35 Dollar. Und wenn ich das richtig sehe, dann gab es mit Unterbrechungen bis 1900
70 oder 71 diesen Umtauschkurs. Und dann 1971 wurde der Dollar von der Unze Gold abgekoppelt, sodass also niemand mehr zur Bank gehen konnte und sagen konnte, ich wechsle jetzt diese 35 Dollar ein gegen eine Unze Gold, und sondern der amerikanische Staat, der brauchte Geld. Sie hatten damals den Vietnamkrieg und die haben den Krieg, so wie es übrigens immer ist, den Krieg finanziert mit gedrucktem Geld. Und deshalb konnten sie diese Goldbindung nicht beibehalten. Denn sie inflationierten ihre Währung und sie druckten einfach Geld. Und das Gold, das sie in ihren Beständen hatten, das floss ab in andere Länder. Denn die kauften mit dem immer wertloser werdenden Dollar, kauften sie einfach das Gold. Und der Präsident Nixon, der machte dann dem ein Ende und sagte, diese Goldbindung ist jetzt aufgehoben und wir haben jetzt also eine druckbare Währung. Damals gab es ja noch den, ich weiß nicht, war das ein Außenminister, der Kissinger, ein sehr intelligenter Mann, der hat es meiner Ansicht nach vermittelt, dass man mit den Golfstaaten eine Einigung schloss, dass man sagte, ihr verkauft euer Gold, euer Erdöl für Dollars in die Welt. Also wer immer von euch Dollars haben will, wer immer von euch Erdöl haben will, der muss in Dollars bezahlen. Und ihr legt dann eure Überschüsse in amerikanischen Staatsanleihen an. Das ging damals, weil der amerikanische Staat war die mächtigste Militärmacht auf der ganzen Welt, und er versicherte den Golfstaaten, also insbesondere Saudi-Arabien, dass die USA eine Schutzfunktion erfüllen würden für Saudi-Arabien. Das war also der Auftakt dafür, dass die USA weggingen von einer gesunden Währung hin zu einer druckbaren Währung. Das muss man mal im Vorfeld sagen. Darauf beruht im Grunde unsere ganze heutige Entwicklung, und seitdem der Dollar also entkoppelt wurde von einer strikten Goldbindung, ist ja der Dollar also sehr stark entwertet. Ich weiß jetzt nicht, 98% entwertet oder so. Also heute muss man für eine Unze Gold 2.700 Dollar hinlegen. Damals waren es wie gesagt 35. Warum erzähle ich euch das alles? Wir sind ja hier in Europa. Ich sage das deshalb, weil bei uns in Europa es im Grunde ganz genau dasselbe ist. Und nun hat sich in der letzten Zeit diese ganze schon relativ schlechte Sache der zunehmenden Verschuldung immer noch verstärkt und vermehrt. Also wenn es keine Goldbindung mehr gibt, dann ist die normale Tendenz der Staaten, man muss sagen, die normale Tendenz der Staaten, einfach weil der Staat normalerweise einfach mehr ausgibt, als er einnimmt. Die normale Tendenz ist es, sich zunehmend zu verschulden. Und nun hat sich der amerikanische Staat so verschuldet, dass er bei Einnahmen von, ich hatte es hier irgendwo aufgeschrieben, 28 Billionen US-Dollar werden in den USA eingenommen an Steuern, die normalerweise der Staat zur Verfügung hätte, um alle möglichen Aufgaben zu erfüllen. Und er hat aber jetzt angehäuft 35 Billionen Dollar Schulden in der Bilanz, wohlgemerkt. Die Bilanz ist aber nicht die einzige Form von Schulden, die ein Staat haben kann, sondern die Staaten verschulden sich auch, indem sie zum Beispiel Verpflichtungen eingehen, indem sie zum Beispiel sagen, wir haben so und so viele Beamte, jeder Beamte kriegt eine Pension von so und so viel 1000 Dollar oder 1000 Euro, und das sind also Verpflichtungen, die laut Gesetz ja eingegangen wurden und bedient werden müssen, die also genauso gut zu den Schulden zu rechnen sind wie das, was in der Bilanz steht. In der Bilanz stehen natürlich nur die aktuellen Schulden.
Ähm, Nun hat sich die ganze Situation, wie gesagt, deutlich verschärft. Und die Entwicklung war insofern abzusehen, als ganz klar war, schon vor 10 oder 20 Jahren, dass diese Kurve der Verschuldung, die geht nicht in einer geraden Linie nach oben, sondern die geht exponentiell. Und zwar deshalb, weil zu den Schulden, die schon da sind, kommen natürlich immer höhere Zinsanforderungen. Derzeit ist es so, dass der amerikanische Staat 1 Billion US-Dollar nur für Zinsen ausgeben muss. Das ist also mehr als das gesamte riesige Budget für Verteidigung. Und das Budget für Verteidigung ist das höchste Budget für Verteidigung der ganzen Welt. Also die USA, man könnte sagen, ist nominell nach wie vor die größte Militärmacht der Welt. Inwiefern man das relativieren muss, das wäre nochmal ein ganz anderes Thema. Aber es ist im Prinzip so, dass dieses riesige Defizit dazu führt, dass der Staat immer mehr Geld drucken muss. Warum muss er? Warum kann er nicht einfach sagen, wir sparen mal ein bisschen? Also das kam wieder in einem anderen Interview zur Sprache, aber ich glaube, das hatte jemand anders gesagt. Aber der Grund dafür ist, dass wenn der Staat sparen wollte, dann müsste er in den USA beispielsweise sagen, wir kürzen den Militärhaushalt mindestens um die Hälfte und wir kürzen die Ausgaben für Gesundheit mindestens um die Hälfte. Nun könnt ihr euch denken, dass die Probleme, die wir hier haben in Deutschland, ganz genau dieselben sind. Wir sind ja nicht so verschuldet, was die nominelle Verschuldung angeht, aber wir haben ja mindestens auch diese Verpflichtung der Bürokratie gegenüber, also die Beamtenpension, der Militärhaushalt, die riesige Gesundheitskasse, die riesige Sozialkasse, die ja immer noch größer wird, weil viele von den zu uns kommenden ja ebenfalls in das Sozialsystem direkt kommen. Also der Staat müsste, das sagte übrigens, mir ist es eingefallen, Luke Gromen, ein sehr, sehr bekannter und guter Wirtschaftskenner und der im Internet also sehr bekannt ist und dem man sehr gerne folgen kann. Ich kann es verlinken. Der sagte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der amerikanische Staat sein Militärbudget kürzt? 0, die ist 0. Die werden das nicht kürzen, sondern sie werden, wenn überhaupt, es noch ausweiten. Und genauso wird der amerikanische Staat auch nicht die Sozialausgaben kürzen, denn jetzt ist gerade wieder Wahl und generell gilt ja, der Wähler möchte immer vom Staat, dass der Staat alles für ihn macht. Luke Gromen, glaube ich, sagte in einem anderen Interview, übrigens interessanterweise, sie hatten in den USA bis in den 50er Jahren kein Bildungsministerium. Sie hatten aber eine Bildung. Mir fällt übrigens wieder ein, wer das gesagt hat. Das war Peter Schiff, auch ein sehr bekannter Fondsmanager und Wirtschaftsweiser, könnte man sagen, Wirtschaftsexperte. Also sie hatten bis in die 50er Jahre kein Bildungsministerium und natürlich aber trotzdem eine Bildung. Eine Bildung, die möglicherweise viel besser war als die heutige Bildung. Und analog dazu kann man das ja hier bei uns genauso sehen. Also der Staat wird immer größer und größer und übernimmt immer mehr Aufgaben. Aber erstens müsste der Staat ja gar nicht so viele Aufgaben übernehmen. Und zweitens, wenn er Aufgaben übernimmt, dann macht das ja meistens nicht so, dass er sagt, wir sind überfordert mit dieser oder jener Aufgabe, sondern die machen es so, dass sie einfach sagen, dass sie so tun, als würden sie alles machen. Und dann stellt man fest, beispielsweise die Sicherheit in Deutschland ist wesentlich schlechter geworden, als er vorher war. Trotzdem hört man nicht, dass irgendwie
was Grundlegendes geändert werden soll, sondern sie machen einfach so weiter wie bisher und wenn überhaupt noch schneller und toller. Aus diesem Grund wird also das, was früher mal effektiv war und was damit begann, dass nach dem Krieg Deutschland sehr, sehr arm war und kaum Staat hatte, das wird immer übermächtiger und überbordender und immer teurer und geht Verpflichtungen ein bis ins weiß ich nicht wo. Und aus diesem Grund wird beim Staat nicht gespart werden. Was wird also der Staat machen? Andy Schectman sagt, der Staat hatte im Grunde nur folgende Optionen. Erstens, er könnte sagen, er kann nicht mehr zahlen. Das werden sie nicht machen. Sie werden nicht sagen, also wenn der Staat sagen würde, er kann beispielsweise seine Staatsanleihen zinsmäßig nicht mehr bedienen, das wäre gleichbedeutend mit einem Kollaps des Staates. Denn niemand würde mehr, und ich sage mal, die Neuverschuldung ist ja eine wesentliche Quelle der Staatsfinanzierung. Das würde natürlich sofort bedeuten, dass alle Gläubiger ihr Geld sofort zurückfordern würden und dass niemand mehr neue Staatsanleihen kaufen würde. Also kurz gesagt eine Pleite. Das werden sie nicht machen, stattdessen werden sie mehr Geld drucken. Was bedeutet das? Mehr Geld drucken bzw. mehr Geld herstellen bedeutet eine Inflation. Und das bedeutet wiederum eine Geldentwertung für die ganz normalen Menschen. Also da, wo es vorher vielleicht möglich war, ein Brot zu erwerben für, sagen wir mal, $3, wird es dann $6 kosten und so weiter und so weiter. Je nach Inflationsrate wird es einfach immer mehr werden. Und übrigens, wenn die Inflation zum Stillstand kommen würde, das hieß ja nicht, dass die Preise für die Lebensmittel, die bis dahin angestiegen sind, zurückgehen würden, sondern sie würden bloß auf der Stelle verharren, auf dem Niveau verharren, auf dem sie in dem Moment sind. Die Staaten, insbesondere die westliche Welt, bewegt sich also auf einen Währungskollaps zu. Und Andy Schectman sagt, dass dieser Währungskollaps biblische Ausmaße haben wird. Also für den Normalmenschen wird es ganz schrecklich sein. Nur, dass man das nicht irgendwie in den falschen Hals kriegt, dass man sagt, das wäre ja da nicht so schlimm oder das wäre ganz interessant zu sehen. Ne? Das wird nicht interessant, sondern es wird sehr, sehr fürchterlich sein. Die Leute werden also plötzlich ganz arm sein, es wird eine riesige Arbeitslosigkeit geben, ganz so wie in Krisenzeiten, die ja schon da waren. Also wenn man denke an die große Weltwirtschaftskrise, man denke inflationsmäßig an die Zeit um 1922 war es, als die Deutschen eine unglaubliche Inflation hatten, eine Hyperinflation. Übrigens auch wieder hervorgerufen durch einen Krieg, der also Gelddrucken erfordert hatte. Der Erste Weltkrieg wurde finanziert von deutscher Seite durch Gelddrucken und dann im Anschluss des Krieges wurden die Reparationskosten, die Deutschland zu zahlen hatte, auch wieder gedruckt. Und auf die Art und Weise wurde eben ein finanzieller Kollaps hervorgerufen, der dann die Folge hatte, dass die Deutschen hatten einfach gar kein Geld mehr und man konnte auch in keinen Laden gehen und irgendwas kaufen. Da waren Millionen, Billionen Scheine im Umlauf und trotzdem konnte man mit denen kaum ein Brot kaufen. Und auf so eine Situation bewegen wir uns zu. Und nun komme ich wieder zu dem, was ich eingangs sagte. Und übrigens wollte ich noch sagen, dieses Bild, was ich da im Hintergrund habe, das zeigt ja ein ziemliches verlottertes Spielerdasein und das erinnert mich so ein bisschen an den moralischen Zustand der westlichen Welt, der ja so ist, dass es scheinbar wie bei einem Spieler in der Spielbank, der dann am Ende noch sein letztes Hemd setzt, da scheinbar überhaupt gar keinen Ausweg gibt. Also statt das zu tun, was normalerweise ein Staat tun sollte, damit er gut funktioniert, nämlich, wie ich schon sagte, bei sich selber sparen, bei den Ausgaben sparen,
Denn es geht ja hier um die Staatsausgaben, es geht um die Staatsverschuldung, es geht um die Staatsausgaben, es geht darum, dass der Staat überbordet und zu mächtig geworden ist. Zu mächtig im Sinne von zu machtvoll gegenüber den Bürgern und zu mächtig im Sinne von nicht bewältigbare finanzielle Weiterungen. Also statt nun das zu tun, was verantwortungsvoll wäre, lautet die vorhersagbare Devise einfach volle Kraft voraus und noch mehr von demselben. Und das ist das, wo das Ganze relativ vorhersagbar wird. Beispielsweise hieße es, wenn man sagen würde, die Amerikaner sparen die Hälfte ihres Militärbudgets ein. Das hieße, sie könnten zum Beispiel nicht ihre riesigen Flugzeugträger ins Mittelmeer fahren lassen und ins Rote Meer und dort die Israelis unterstützen bei ihrem Kampf. Ich will jetzt da keine politische Wertung abgeben oder sonst was, aber wenn das nicht möglich ist, wenn also keine Kriege möglich sind, dann müsste ja eine diplomatische Lösung her. Also dass es keine diplomatischen Lösungen geben kann, das glaube ich nicht. Ich glaube, wie jemand mal sagte, ich glaube, das war ein deutscher General, der Krieg ist Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Normalerweise wäre es ja zumindest der Normalbevölkerung viel lieber, die Politik würde sich fortsetzen mit normalen Mitteln, als dass man nun zu Waffen greift. Ich denke, das müsste möglich sein. Und ich will nochmal sagen, also wenn so viel Geld da ist, dann scheint das bei Menschen einfach immer dazu zu führen, dass die das ausgeben, dass sie dann sehen, wie ihre Fälle davon schwimmen und genau wie dieses Hintergrundbild von mir hier zeigt, wie ein Spieler am Spielertisch wird da auch nicht eher aufgehört, bis der ganz schmerzhafte Knall kommt und bis das ganze Geld weg ist. Und wie gesagt, diese Entwicklung wird also von vielen, vielen Fachleuten schon seit vielen Jahren vorhergesagt. Und nun hatten wir ja schon die eine oder andere Krise in diesem Zusammenhang. Also 2008 war ja die, wie sagen wir, die GFC, Great Financial Crisis, sagen sie in den USA dazu. Ich glaube, das haben wir hier gar nicht so mitbekommen, aber das war eine ziemliche Finanzkrise, die im Grunde ein erstes Vorbeben war für das, was uns noch erwartet. Und was hat man damals gemacht? Ich glaube, der Herr Draghi sagte in Europa, whatever it takes, wir werden einfach drucken, bis der Arzt kommt und bis alle Löcher gefüllt sind, sprich, bis alle Institute, die also drohen, pleite zu gehen, genug Geld haben, dass das nicht passiert. Sodass also alles geht weiter, alles wird immer mehr und wir machen weiter. Und es kommt aber irgendwann, wie gesagt, weil die Verschuldungskurve, die geht ja exponentiell hoch. Und es kommt einfach der Tag, wo das ganze Geld nicht ausreicht, um diese Lücken zu schließen. Warum nicht? Weil in dem Maße, wie es ja gedruckt wird und whatever it takes hier, whatever it takes da, wir stopfen dieses Loch, aber plötzlich merken wir, dass das, womit wir stopfen wollen, das wird immer wabbliger und weicher und damit lässt sich gar nicht mehr stopfen. Anders gesagt, das Geld wird immer weniger wert. Und man kann damit eigentlich auch bald gar nicht mehr anfangen. Also hier bei uns in Europa, wir merken es noch gar nicht so, aber laut Shachtman ist es zu befürchten, dass das einfach dann sehr bald zu bemerken ist. So, und um dann den Kreis zu schließen mit den BRICS-Staaten. Die BRICS-Staaten sind natürlich auch Staaten, die ihre Überschüsse angelegt haben in US-Dollar. Also beispielsweise China hat ja eine große Rolle bei der Proliferation von Waren in die USA gespielt und ihre Überschüsse haben sie dann
in amerikanischen Staatsanleihen angelegt als Sicherheit, so wie ja jeder Staat irgendwie seine Überschüsse anlegt. Früher wurde da Gold gehortet, kann man sagen, und amerikanische Staatsanleihen schienen aber ebenso gut. Und das war eben der Deal zwischen den Amerikanern und auch den Chinesen, dass sie sagen, ihr kauft unsere Staatsanleihen, wir beliefern euch mit Gütern. China war sehr arm, noch vor 20 Jahren sehr, sehr arm. Amerika schien unzerstörbar reich zu sein und der amerikanische Staat so sicher wie das Fort Knox. Nun inzwischen dreht sich das alles ganz schön und auf viele Weise, das müsste man nochmal extra besprechen. Jedenfalls sagen die BRICS-Staaten, wir müssen uns in Sicherheit bringen vor einem drohenden Währungskollaps der westlichen Welt, insbesondere des amerikanischen Dollar, weil der Euro ist genauso betroffen und der japanische Yen. Und wir wollen dazu eine eigene Währung schaffen. Und sie haben, und das wird wahrscheinlich in diesem bei dieser Konferenz der BRICS-Staaten in Kasan am 22. Zur Sprache kommen, in welcher Art und Weise sie also eine eigene Währung schaffen wollen. Die Währung, die sie da im Sinn haben, die wollen sie scheinbar Unit nennen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Unit wie Einheit, eine sehr neutrale Bezeichnung. Ja, Unit, genau. Und laut Andy Schagman ist der Plan, insofern er bis jetzt bekannt ist, die sagen ja das auch nicht alles. Der Plan ist scheinbar der, dass sie die Währung zu 40% mit Gold decken und zu 60% mit den Währungen der Mitgliedsländer. Muss man dazu sagen, das sind ja jetzt, wenn ich das richtig sehe, BRICS, also 5 Staaten erstmal. Und sie haben also eine ganze Reihe von Anwärtern, die mitmachen wollen bei diesen BRICS. Es geht also um wirtschaftliche Zusammenarbeit. Es geht dann auch, also beispielsweise bei dieser Belt and Road Initiative, also einer, wie man sagt, die neue Seidenstraße dazu. China hatte ja dieses Projekt der neuen Seidenstraße und der Sinn davon war, dass China anderen Ländern hilft dabei, ihre Industrie zu entwickeln und ihre Wege, ihre Handelswege, das bedeutet ja Belt and Road Initiative, also Handelswege ausbauen und dann natürlich auch zum Nutzen der Chinesen, die also davon als große Nation von Herstellern vor allen möglichen Dingen profitieren wollen. Aber eben auch in Bezug auf die Währung. Und dieser Unit, wie gesagt, der soll halb Gold gedeckt werden. Und Andy Schagman sagte, dass zu diesem Zweck die Währungsbanken, die Zentralbanken der Länder rund um die Welt derzeit Gold kaufen, und dann in ihren eigenen, also auf ihrem eigenen Territorium verwahren, um dann, wenn die Währung entwertet werden wird, dieses Gold zur Verfügung zu haben, um einen Neustart machen zu können. Denn das Gold ist eine rund um die Welt anerkannte Währung, kann man sagen, es ist Geld. Ja. Ich glaube, das Wort Geld kommt direkt von dem Wort Gold. Jedenfalls, wie der International Monetary Fund sagt, ist Gold nach wie vor ein First-Tier Asset, also ein Hauptasset, was anerkannt rund um die Welt entgegengenommen wird für Geld. Wohingegen die Fiat-Währungen, dadurch, dass sie einfach jederzeit zu drucken sind, einfach an Wert verlieren. Und ja, darum geht es bei diesen BRICS-Staaten. Und
es ist, glaube ich, es wäre gut, wenn die Bevölkerung, wenn also auch die Deutschen zur Kenntnis nehmen könnten und würden, dass hier ein ziemliches Ungemach auf uns zukommt. Das heißt wahrscheinlich nicht, dass man es irgendwie abwenden kann, weil die Natur des Menschen ist wie die eines Spielers. Und wie gesagt, insofern gilt dieses Bild im Hintergrund. Was soll man da machen, wenn es nun mal die Natur des Menschen ist, so zu sein? Deshalb hat das mit dieser Goldwährung ganz gut funktioniert, weil es die Menschen der Frage enthob, ob sie nicht einfach das Geld drucken können. Das geht natürlich bei Gold nicht, sondern das Gold hat einfach eine gewisse Seltenheit. Es muss in einem schwierigen Prozess gewonnen werden, und wenn es mal da ist, dann hat es einfach schon allein deshalb einen großen Wert. Ich will es erstmal damit bewenden lassen, und ich hoffe, ich konnte ein paar Punkte rüberbringen, die wichtig waren jetzt mal zu erwähnen. Wenn ihr diese Themen mögt, dann lasst bitte ein Like da, und es wäre an anderer Stelle vielleicht nochmal zu besprechen, was hat jetzt Spiritualität mit Geld zu tun oder mit Wirtschaft oder so. Ich finde, es hat eine Verbindung, und ich könnte es auch gerne erklären, aber natürlich nicht in diesem Video. Danke erstmal für dabei sein und bis bald. Tschüss.